Also das ist der letzte bei Volvo entwickelte Wagen, ein XC70. Und bei jedem XC70 gibt es gleich Kaffee, allerdings kalten, weil kommt ja irgendwie aus Schweden die Kiste. Der hat hier sogar was ganz Tolles für Nostalgiker. In dieser Mittelkonsole sitzt ein, ja, ich habe das noch nie benutzt, ein Telefon. Und das geht gar nicht mehr raus. Lotomobil, Impression, wieder Volvo, diesmal, wie ich finde, ein relativ neues Auto. Also von 2005 ein XC70. Besonderheit an diesem Auto, es ist der letzte noch direkt über Volvo, Göteborg, Schweden selbst entwickelte Wagen. Ja, danach gab es Ford und dann irgendwann Chinesen und jetzt gibt es nur noch Elektro. Also das ist der letzte bei Volvo entwickelte Wagen, ein XC70. Hier ein D5, also ein Dieselmotor. Und was soll ich euch sagen? Es ist mein Auto. Ich fahre damit jeden Tag, sehr, sehr weit, sehr, sehr viel. Und ich mag es tatsächlich richtig gern. Habe in diesem Auto tatsächlich auch mal sowas wie gute Laune erfahren. Weil dieses Auto nämlich, und ich sage erstmal die Vorzüge, unglaublich bequem ist, wahnsinnig komfortabel, ein richtig tolles Langstreckenfahrzeug, was relativ wenig verbraucht, zwischen 7 und 8 Liter in der realen Welt. Und es fährt einen fast überall hin, wo man hin möchte, weil es auch normalerweise einen Allradantrieb hat. So, jetzt komme ich gleich zu dem Negativen, zu dem Depressiven des Ganzen. Dieses Auto hat leider keinen Allradantrieb mehr, weil dieses Auto verfügt, wie alle ursprünglich auf Frontradantrieb basierten Fahrzeuge, ganz egal aus welchem Konzern, über eine Haldex-Kupplung. Also hier ist ein quer eingebohrter Motor, ursprünglich für Vorderradantrieb konstruiert. Dann hat man sich überlegt, wir machen mal eine Allradvariante. Und da gab es den Herrn Haldex aus Schweden, der hat dann so ein Ding entwickelt, so eine Kupplung, die hat man dann einfach in die Hinterachse rangeflanscht. Und die wurde dann elektronisch gesteuert und hat dann bei Bedarf den Allradantrieb zugeschaltet. Funktioniert, wie gesagt, elektronisch und das ist schon mal die große Chance, weil die Steuergeräte der Haldex-Kupplung saßen direkt an der Kupplung, also unter dem Auto und waren dort auch der Feuchtigkeit und dem Spritzwasser ausgesetzt. Und irgendwann ziehen sie dann Feuchtigkeit und regeln halt nichts mehr. So, man kann dieses Gerät jetzt ausbauen, einschicken, reparieren lassen. Wenn es nicht mehr reparabel ist, kann man sich ein gebrauchtes kaufen. Das muss man bei Volvo initialisieren lassen und zwar ausschließlich beim Onkel von Volvo, nirgendwo anders. Oder man kauft gleich ein neues, das soll es noch geben, ca. 1.800 €. Also, das werde ich mal irgendwann versuchen. Ich werde euch darüber noch berichten, was da so passiert. Ansonsten ist dieses Fahrzeug von der Mechanik her eigentlich wirklich sehr, sehr schön. Dieser D5-Motor mit dem 163 PS, also der frühe D5, ist tatsächlich unverwüstlich. Die späteren 185 PS Motoren hatten noch so ein bisschen Probleme, weil sie halt mehr Abgasregelungsgedöns hatten. So, da haben sich dann die Zylinderköpfe verkokt, die Ansaugbrücken und so weiter. Da sind so Klappen dann kaputt gegangen. Das war ein bisschen nervtötend. Das hat dieser hier nicht. Was an diesem Auto auch gut ist, ist, wie gesagt, die Antriebsvariante. Haldex-Kupplung ist kaputt, ansonsten funktioniert wirklich alles sehr, sehr gut. Und diese Heckklappe verrät euch gleich eine ganze Menge über dieses wunderschöne Auto. Also XC9, XC70, Modellbezeichnung Heiko, ist ein Volvo Haus- und Hoftuner aus Deutschland. Irgendwo im Südwesten, glaube ich, sitzt der. Der hat diesen Wagen auch Chip getuned. Das heißt, der hat jetzt 190 PS und wesentlich mehr Drehmoment als die Serie. Und dadurch verbraucht er in erster Linie relativ wenig. Also er braucht weniger als die Serie-Variante. Die Robbe war Nordseeurlaub. Das war wunderschön, das ist einfach dran geblieben. Und hier steht nochmal der D5-Motor und All-Wheel Drive, also AWD. Er hätte normalerweise Allradantrieb. So, auch bei dem V70 hat man einen unglaublich unschlagbar tollen Kofferraum gehabt, der jetzt hier zugemüllt ist. Und bei jedem XC70 gibt es gleich Kaffee, allerdings kalten, weil kommt ja irgendwie aus Schweden die Kiste. So, das hier ist normalerweise sehr viel Platz. Hier passt sogar ein Pyrenäenberghund rein. Und ein riesen Hundegitter oder ein Transportgitter, da können volle Ölfässer gegen knallen, das bleibt in Form. Das kann man so wegklappen, wenn man will, kann ich jetzt nicht, weil diese Abdeckungsgedöns da steht.
Ansonsten ist das klasse. Man kann alles ganz schnell umklappen, man kann drin pennen. Also man hätte rein theoretisch ein Allrad-Wohnmobil in kompakten Ausmaßen. Und was ich immer ganz toll fand an diesen höher gelegten Kombis, es waren keine SUVs, die ich persönlich überhaupt nicht mag, sondern es ist einfach nur ein Kombi. Eigentlich die geilste Karosserieform, die es gibt, wie ich finde. Und man hat halt mehr Bodenfreiheit, das heißt, man kann hier auch mal solche Feldwege fahren. Ein Geländewagen wird es übrigens nie, auch nicht mit Allradantrieb. Also das regelt halt durch, wenn so ein bisschen mehr Traktion gefordert wird, dann ist der Allradantrieb zugeschaltet, aber jetzt so richtige Berge hochfahren oder so, das macht er tatsächlich nicht. Jetzt zeige ich euch noch mal kurz das, was ich am Anfang meinte mit dem Komfort. Also er hat hier wirklich tolle Sitze. Die sind auch nach 400.000 Kilometern noch nicht ausgesessen. Man sitzt hier wahnsinnig bequem. Man kann die wahnsinnig toll verstellen. Man hat also eine unglaubliche Fußfreiheit als Beifahrer. Man hat ein tolles Automatikgetriebe. Besonderheit bei diesen Automatikgetrieben ist eigentlich gar keine Besonderheit, aber der Hersteller sagt, man muss das Öl in den Getrieben eigentlich nicht tauschen. Was Quatsch ist, man muss es tauschen. Und es ist sogar dringend ratsam, dass man eine Getriebeölspülung macht. Das ist quasi so ein ATF, Automatic Transmission Fluid. Und das kommt dann da neu rein und dann schaltet das auch eigentlich immer butterweich, selbst nach 400.000 Kilometern. Wenn man dieses Auto pflegt und immer wieder ein bisschen investiert, hat man da wirklich sehr, sehr lange was von. So, ein bisschen nostalgisch. Das Auto hat ein Telefon, das war Sonderausstattung. Das würde auch funktionieren, wenn man hier die SIM-Karte reinschmeißt. Also man kann quasi mit Hörer telefonieren. So ein bisschen bondmäßig, nicht? Also ich finde das nach wie vor ganz schön. Ich habe es noch nie benutzt, aber es würde funktionieren. Man muss hier einfach eine SIM-Karte reinstecken. Da ist nichts mit Bluetooth oder sonstigen Kram. Hier kommt die kleine SIM-Karte rein und dann hat man hier eine Taste und das Telefon würde funktionieren. Also toll ist auch bei Volvo die Navigation, die hier in diesem Auto eigentlich nicht mehr wirklich funktioniert. Da kommt hier dieser Monitor raus, das Volvo RTI-System. Ja, da hinten hatte man ein DVD-Laufwerk und dieses DVD-Laufwerk, da ist der Laser irgendwie verschmutzt, deswegen geht das nicht mehr. Aber dann hatte man hier so eine Navigationsanzeige, das kann man sich heute ersparen, weil das natürlich über DVD läuft und absolut nicht mehr aktuell ist. Aber geht dann auch wieder rein, wenn man den Zündschlüssel abzieht. Irgendwie stylisch, finde ich. Nur beim XC70 gab es übrigens diesen Vollaluminium-Angstgriff für diejenigen, die dann halt während der sogenannten Geländefahrt, die eigentlich nie stattfindet, sich festhalten lässt. Und wenn man bibbert, kann man halt sich hier festhalten. Was bei diesem Auto gemacht wurde, was ich ganz toll finde, ist, es wurden die Originalsitze rausgeschmissen, weil die waren relativ schnell verschlissen. Die hatten hier so richtig breite Nähte, die immer aufgerissen sind. Das sollte so ein bisschen Solidität und Country und was weiß ich alles symbolisieren. Im Prinzip rissen sie halt relativ schnell aus und verschlissen schneller. Dieses Leder aus einem normalen V70 Kombi ist eigentlich besser verarbeitet und hält viel, viel länger. Hier reißt auch nichts auf. Also in puncto Design, das ist natürlich immer Geschmackssache, aber ich finde dieses Auto nach wie vor unglaublich ansehnlich. Ich kann es mir nicht leid sehen. Es hat viele tolle Designelemente, wie zum Beispiel diese riesen Sicke, die sie vom 240er übernommen hat, die sich quasi bis in die Motorhaube weiter fortführt. Finde ich total gelungen. Und was ich immer mag, ist halt auch diese dicken Säulen, also hier die C-Säule, die so breit ist, auch hier dieser Fensterrahmen. Was ich total mag, ist, wenn Autos keine Querstreben haben hinten. Hat er gar nicht. Finde ich ganz schön. Der ist also seitlich nach wie vor immer ein tolles Bild. Der wirkt unheimlich, der wirkt ja nicht groß, der ist auch nicht wirklich richtig groß, aber er ist halt unglaublich schön anzusehen, finde ich. So, der gute alte D5 steht für 5 Zylinder. Dieselmotor der ersten Generation, also mit normalerweise 163 PS. Worauf ihr achten solltet, ist, dass ihr den Zahnriemenintervall wirklich einhaltet, weil wenn der Zahnriemen hier reißt, es gibt hier keinen Freilauf, dann ist der Motor breit. Also dann schlagen wirklich die Ventile auf den Kolben und dann ist Schluss. Das ist relativ einfach zu machen. Es gibt diesen ganzen Satz inklusive Wasserpumpe, das sollte man auch gleich mitwechseln bei den namhaften Herstellern.
und Zubehörlieferanten, auch mit Volvo Originalqualität. Auch ich würde hier Volvo Originalqualität übrigens nehmen. Gerade bei Spannrollen, Zahnriemen, Wasserpumpen und so weiter. Da würde ich also wirklich nicht auf den einzelnen Euro achten. Der Wagen ist vorne relativ schwer. Das heißt, er hat durchaus Probleme mit der Achsaufhängung. Also hier schlagen gerne Buchsen aus, Stabi-Stangen und so weiter. Darauf achten, wenn ihr so ein Auto kauft, ob es ballert, bollert, ob die Federwege okay sind. Federn brechen übrigens auch ganz gerne. Wenn er sich nachschwingt, sind die Stoßdämpfer auch okay. Die Domlager hier, die da drunter sitzen, gehen auch gerne kaputt. Da muss man das ganze Federbein ausbauen. Das ist im Prinzip eine Werkstattarbeit oder man hat halt sozusagen die Werkzeuge, die man dazu braucht. Alles in allem ist das aber überschaubar. Der Motor, wie gesagt, bei guter Pflege ist der wirklich sehr, sehr lange haltbar. Auch auf die Motorlager achten. Der hat hier oben eins, da unten hat er eins, dann hat er noch so ein Getriebelager. Die gehen gerne mal kaputt. Die gibt es auch für relativ wenig Geld neu zu kaufen. Das merkt ihr, wenn das Auto so vibriert im Stand. Dann merkt ihr, dass irgendwas an dem Motorlager nicht okay ist. Das ist aber relativ schnell reparabel. Ja, das ist im Prinzip hier zu dem XC70 zu sagen. Riesenproblem dieses Autos, und das hat mich fast schon wahnsinnig gemacht und macht mich tatsächlich immer noch wahnsinnig, ist tatsächlich die Elektronik. Die Haldex-Kupplung ist das eine, aber es gibt auch noch so andere Spinnereien. Dann zeigt dieses Auto irgendwie so einen Blödsinn an wie Rutschsicherung, Wartung, Erfolg oder Motormanagement oder irgend so ein Blödsinn. Und das ist in der Regel nie was Gravierendes, es sind immer kleine Elektronikfehler. Es gibt so Auslesetools für dieses Auto, die man sich besorgen kann. Dann könnt ihr das Auto selber auslesen, das würde ich euch auch empfehlen. Diese Originalherstellersoftware von Volvo ist halt fast nicht zu bezahlen und kriegt man auch als Privatmann nicht. Aber mit den normalen Tools kommt man da schon relativ weit. Es gibt hier so ein paar Geschichten. Also hier unten drunter sitzt der Hauptsicherungskasten, die Zentralelektronik vorne. Die steuert eine ganze Menge. Da fließt auch manchmal Wasser rein und dann gibt es so Korrosionsspuren und dann kann man das Ding im Prinzip ausbauen und austauschen. Das gleiche gibt es nochmal hinten. Hier von innen sitzt das Heckmodul. Da muss man auch aufpassen, weil sich da auch relativ oft Kondenswasser bildet. Auch das kann relativ schnell zu Problemen führen. Darauf achten. Also es ist wichtig bei so einem Auto, wenn ihr sowas kauft, guckt, ob der ganze Mist funktioniert. Sobald der was anzeigt, ABS, Rutschsicherung oder anderen Kram, ja, passt auf. Oder nehmt am besten gleich einen versierten Menschen mit, der ein Auslesegerät hat, dass das Auto auch auf Fehler ausgelesen wird. Genau. Übrigens auch ein tolles Zugfahrzeug. Der darf nämlich 2000 Kilo ziehen. Also man kann damit auch mal ein Auto transportieren oder ein Pferd oder eine Kuh oder was auch immer ihr da alle so zu Hause habt. Auch ein Wohnwagen, wenn ihr das mögt. Ich finde es schrecklich, aber das kann man alles mit diesem Wagen wirklich problemlos ziehen. Er hat jetzt keine 2,5 Tonnen wie die ganz großen, aber 2 Tonnen reichen im Prinzip für alles, was man so zu Hause zum Wegziehen hat. Ja, er fährt. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte beim Fahren, die gibt es tatsächlich nicht, weil er wirklich sehr, sehr schön fährt. Also dieses Automatikgetriebe schaltet halt wirklich butterweich. Das ist aber auch gespült worden, also gewartet worden, was ich vorhin sagte. Alles an diesem Wagen ist wahnsinnig leichtgängig, unaufgeregt. Man kann hier so richtig schön dahin dösen. Also er schluckt auch gröbere Bodenwellen. Und jetzt hier so sieht, hier sind also wirklich heftige Schlaglöcher, die federt der einfach so weg. Da ist jetzt auch nichts mit irgendwelcher elektronischen Fahrwerksregelung, das gab es auch. Sonderausstattung bei den letzten XC70, der hat das hier Gott sei Dank nicht. Eine reine Fehlerquelle, wie ich finde. Also braucht man nicht, es geht nichts über ein wirklich schönes, konventionelles, stahlgefedertes Fahrwerk. Luftfahrwerke und hydraulische Fahrwerke und dieser ganze Kram, den die Automobilindustrie da überall reingezaubert hat, in den 2000ern und bis heute, sind aus meiner Sicht, wenn die Autos älter werden, eigentlich nur Fehlerquellen und fast nicht mehr zu bezahlen, das zu reparieren. Also das hat der alles nicht. Der Dieselmotor ist relativ leise, auch im Inneren, also man hört ihn kaum. Und wenn, dann hört man dieses 5-Zylinder Grummeln, was eigentlich nur angenehm ist. Auch Turbolader halten relativ lange bei diesen Autos. Also ich habe jetzt nichts gehört in letzter Zeit, wo Leute gesagt haben, die Turbolader gehen kaputt. Das ist also auch eigentlich die Ausnahme. Und
Und wie gesagt, bei diesem 163 PS Diesel hat man auch kaum Probleme mit der Abgasreinigung. Das funktioniert hier. Bei dem ist ein Dieselpartikelfilter mal nachgerüstet worden, hier wegen Berlin. Der ist aber ganz unproblematisch. Also der hat sich noch nie zugesetzt. Und ich fahre halt relativ lange Strecken mit dem Auto, auch jeden Tag über die A-Bus hier nach Berlin. Das geht eigentlich und dafür ist das Auto auch gut. Also das muss man schon fairerweise sagen. Für Kurzstrecken sind diese großen Diesel eigentlich generell nichts, weil das wollen die nicht. Die wollen halt Langstrecken fahren, die wollen halt ausgiebig gefahren werden, dass sie richtig warm werden und dann hat man auch diesen ganzen Mist mit dem Partikelfilter und dem Zusetzen nicht. Also jetzt fahren wir hier über sehr schlechte Straßen und man sieht hier, dass dieser Wagen im Prinzip das sehr, sehr ruhig alles wegsteckt. Also dafür, dass das Auto schon fast 20 Jahre alt ist oder exakt 20 Jahre alt ist und fast 400.000 Kilometer gelaufen hat, muss ich schon ernsthaft sagen, das ist wirklich toll. Also dafür ist die Qualität wirklich gut und wenn man die Elektronik im Griff hat, beziehungsweise wenn es keine Macken gibt, dann hat man wirklich sehr, sehr lange Freude an diesem Fahrzeug. Elektronik, wie gesagt, kann ein Riesenproblem werden, kann einen zur Weißglut bringen. Da sollte man beim Gebrauchtwagenkauf drauf achten. Ach ja, genau, zu der Preisentwicklung. Also es gibt Autos mit Elektronikmacken, wo die Leute aufgeben, die kriegt man dann so zwischen 3 und 4. Die ganz frühen sind günstiger. Dieses mittlere erste Facelift sozusagen, wo es halt die Klarglasscheinwerfer gab und den 163 PS Diesel, die pendeln sich so ein bei 5.000, 6.000 Euro. Low Mileage Cars, wie gesagt, die es kaum noch gibt, unter 200.000, gehen dann auch schon in den fünfstelligen Bereich. Auch bei diesem XT70 schon. Also da will man schon dann 8.000, 9.000 bis 12.000 Euro sehen. Ja, den gibt es auch als 2,5 Turbo. Viele mögen das sehr gerne. Das ist im Prinzip ein 5-Zylinder, allerdings mit über 200 PS. Und der Motor ist auch relativ robust, nur er trinkt halt wesentlich mehr. Nicht? Also er ist halt dafür aber günstiger im Unterhalt, also in der Steuer, ich glaube sogar auch in der Versicherung. Das muss man selber entscheiden. Wie lange, wie viel fahre ich mit so einem Auto, wie lange will ich es behalten und so weiter und so fort. Ist es ein Spaßobjekt oder ist es mein einziges Auto? Ist es mein Alltagsfahrzeug? Also für mich ist es ein Alltagsfahrzeug und dafür ist der Diesel einfach zurzeit einfach besser. Und wenn ihr ein ganz schlechtes Gewissen habt, dass ihr Diesel tankt, ich meine, es gibt ja dieses HV0 100, man kann das in dieses Auto tanken, da hat auch Volvo kein Problem mit. Das kostet halt mehr, aber dann habt ihr, da scheiden sich ja die Geister und ich will die Diskussion noch gar nicht aufmachen, ob das jetzt CO2-neutral ist oder nicht. Aber man kann sich vielleicht einreden, es ist CO2-neutral. So, und jetzt fahren wir mal mit dem Volvo XT70 so einen typischen Volvo Cross-Country-Feldweg, was der auch ohne Allradantrieb macht. Dazu braucht man ihn nicht, aber hier gibt es halt so Buckel und hier ist halt diese Bodenfreiheit wirklich toll. Also hier seht ihr schon, es nordelt sich hier so ein und jetzt hat man hier so einen Feldweg, der relativ viele Senken hat und so kleine Hügelchen. Und generell fährt man ja im Gelände nicht schnell, also auch nicht mit dem XT70 und auch nicht mit dem Hardcore-Geländewagen. Man bremst halt schon ab, wenn es so Bodenwellen gibt, aber dieses Auto schluckt das halt alles weg. Man hat keine Angst, aufsitzen zu müssen. Da ist es halt mit einem normalen PKW schon schwieriger. Und Allradantrieb, ehrlich gesagt, man braucht ihn wirklich in den seltensten Fällen. Also hier eine gute Bereifung mit Vorderradantrieb oder Heckantrieb bringt dich auch hier durch so einen Feldweg durch. Ja, also man sieht das hier. Hier kommen jetzt so Äste und Wurzeln und da fährst du mit dem Auto einfach drüber. Ohne großes Gewese. Alles ganz nett und schön. Jetzt zeige ich euch noch einen weiteren kleinen Nachteil an diesem Auto. Das ist nämlich der Wendekreis, der ist wirklich scheiße. Also, ich versuche jetzt hier mal zu wenden. Jetzt musst du hier halt permanent rumrödeln, weil der Wendekreis halt wirklich sehr eng ist. Und nach 2-3 Mal hast du dann irgendwie so eine Biegung geschafft. So, jetzt fahren wir diesen Feldweg zurück. Und ihr seht, hier klappert auch nicht allzu viel dran, hier knarrt auch nichts. Selbst die Verkleidung ist relativ ruhig. Das Einzige, was man hört, ist das Gepäck im Hinterraum. Und überall so kleine Löcher und Sand. Und das ist eigentlich so die Domäne des Cross-Country. Ja? Also keine Berge oder große Achsverschränkung oder sowas, das macht er nicht. So, jetzt habe ich genug gelabert. Mehr kann ich zu dem Auto nicht sagen. Wie gesagt, wenn ihr das Auto ähnlich toll findet wie ich, es gibt noch genug auf dem Markt. Es gibt auch welche aus Italien oder aus Frankreich, die vermeintlich immer rostfrei sein sollen. Wobei Rost ist kein Problem, aber da sehen die Achsen dann besser aus.
Da gibt es kein Flugrost, die sind halt nicht durch Salz gefahren. Guckt euch das an, genau. Und viel Glück bei der Suche. Genau, ja, das war es eigentlich zu diesem wunderbaren XC70 Kombi. Ja, wirklich qualitativ durchaus hochwertiges Fahrzeug, wie man sehen kann. Auch hier, das Ding hat 400.000 Kilometer fast gelaufen. Die Türpappen sind alle noch okay, obwohl hier Kinder und Hunde durchtouren. Das geht also wirklich alles. Es gibt auch sehr viel Zubehör für dieses Fahrzeug. Zu empfehlen sind diese Original-Dachträger. Kann man eben eine Dachbox drauf bauen und relativ viel noch dazuladen. Und was ich schön finde, sind diese Schmutzfinger, nicht? Diese Mudflaps. Die gibt es manchmal noch zu kaufen, neu, aber gebraucht. Machen, finde ich, dieses Auto noch irgendwie so ein bisschen schwedischer, oder?